Es ist wieder soweit. Eins der großen 4 Videos im Jahr sind am Start. Ja, Top 10 Herbstdüfte 2023. Der Herbst steht vor der Tür und ich habe euch 10 Düfte rausgesucht. In meinen Augen aktuell oder wenn der Herbst kommt, sind das für mich die besten. Ich habe ein bisschen andere Sachen diesmal rausgesucht. Also nicht so die üblichen Verdächtigen. Und ja, ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ihr könnt ja mal unterschreiben, was ihr von dieser Top 10 haltet und was ihr für eine Herbstdüfte raussucht. Auf jeden Fall wird es jetzt wieder interessant. Jetzt kommt die kalte Jahreszeit, da freue ich mich wieder drauf. Sommerdüfte sind nice, aber Herbst, Winter und auch ja Frühling könnte man sagen. Na, ich sag mal Herbst, Winter, das ist schon sehr geil. Da freue ich mich immer drauf. Und nicht vielleicht um die Jahreszeit, weil es kalt ist, nein, aber um die Düfte, weil für mich sind Herbstdüfte und Winterdüfte besser im Schnitt als Sommerdüfte. Aber wie gesagt, ihr könnt, wie ich das mal so schön sage, egal wann, egal wo, das ganze Jahr, egal welchen Duft tragen. Macht, was ihr wollt, hat man früher auch gemacht und also, ja, egal. So, und dann wollen wir mal anfangen. Ja, auf Platz 10 kommt Guerlain und zwar L'Homme Ideal, das Eau de Parfum. Ja, sehr nice. Viele würden vielleicht sagen, hätte man auch im Winter nehmen können. Nein. Warum, sage ich euch. Das ist wie gesagt, in dieser ganzen Kollektion ist Mandel drin. So, egal welche Ableger, auch die eingestellt worden sind und so weiter. Es ist ein grundsätzlicher Mandelduft, der kommt über die Mandel. Es ist ein cooler Kirschduft, obwohl überhaupt keine Kirsche im Duft drin ist. In den Inhaltsstoffen ist keine Kirsche, aber ihr riecht und nehmt leicht marzipanmäßig Kirsche wahr plus Mandel. Schön süßer Duft, allerdings, wie man Guerlain kennt, ausbalanciert, richtig perfekt gemacht und ach, der ist schon lecker. Und deswegen habe ich ihn genommen, weil das ist nicht richtig auf die Fresse, sondern Gentleman, leichter, süßer, mandeliger Gentleman-Duft und deswegen habe ich ihn ausgesucht. Passt einfach perfekt. Dazu die Gewürze, Bergamotte und so weiter. Es ist einfach diese Brand, das Haus macht alles richtig. Es macht alles richtig. Selbst Reformulierungen macht dieses Haus gut. Und deswegen ist es im Endeffekt, es ist eine Ansichtssache, aber ich muss ihr kennt ja Sergio, ich bin Sergio-Fan, aber auch eben Guerlain. Und es macht einfach gute Düfte. So, das ist ein Meisterwerkhaus, egal ob Designer, das können Nischendüfte sein. Die machen einfach gute Qualität und ja, Platz 10, sehr geiler Duft. Ja, Platz 9 ist Falcon Leather von Matière Première. Ja, Falcon Leather habe ich genommen. Wer einfach einen Safran-Duft sucht mit Leder, ist hier einfach bestens bedient und er kommt für solch einen Duft. Normalerweise kommen solche Düfte nicht unbedingt so gut an bei Frauen dieser Jahr. Und er ist einfach präsent, er ist da, die Sillage ist einfach stark und ihr steht im Mittelpunkt mit diesem Duft. Schöner Safran-Leder-Style, gefällt mir richtig gut. Dann ist noch Birkenteer da drin. Ja, also grundsätzlich nehme ich Safran und Leder wahr, obwohl, wenn ich auf Parfumo gucke, ist überhaupt kein Leder da drin in diesem Duft, also in den Inhaltsstoffen. Ob das so stimmt, das bezweifle ich, weil ich schon, da heißt ja auch so, Leder wahrnehme. Gut, manche kriegen das auch so hin, es muss nicht unbedingt der Inhaltsstoff Leder denn drin sein, aber ich gehe stark davon aus, dass das auf Parfumo nicht ganz korrekt ist, also da fehlt was, dann gehe ich davon aus. Ich habe jetzt nicht woanders geguckt, hätte ich vielleicht vorher mal machen sollen, aber ich habe den Duft ja schon länger und wie gesagt, ich nehme immer Leder, Safran grundsätzlich wahr, aber nicht so ein Safran, gleich vorweg gar nicht. Der Safran ist im Hintergrund nicht so, also kommt nicht gleich wieder, oh, Baccarat Rouge. Nein, natürlich nicht, weil immer wenn es um Safran geht, denkt jeder Baccarat Rouge. Nein. Ja, schön trockener, ja, so wie Wüstensafran und dann die Lederakkord. Also der ist schon richtig gut. Also Matière Première Falcon Leather. Platz 8 kommt Parfums de Marly Kalan. Ja, den wird jetzt nicht jeder mögen, aber dieses Pfeffrige, diese Gewürze, die dieser Duft gleich hat, sind einmalig in meiner Sammlung. Und ich habe fast 1000 Düfte. Ja, ich habe
Ich habe noch nicht so einen Duft in meiner Sammlung und deswegen gefällt er mir gut. Ich weiß, viele mögen den nicht, aber im Herbst, Schmuddelwetter, Regen, geiler Duft. Dazu dann die Blutorange, also pfeffrig, Blutorange und Gewürze. Was für Gewürze kann ich nicht sagen, auf jeden Fall sehr würzig und das macht ihn sehr interessant. Lavendel, Amber, Tonkabohne kommen dann auch, also hält gut wirklich, ne? Also auch die ersten beiden Düfte, also ich muss von den Guerlain, der hält 8 Stunden und den, ja, ich habe ja gesagt, dass der Falcon Leather sehr stark ist, also da ist man bei 11 Stunden am Start und hier der hält auch seine 9, 10, 11 Stunden, richtig starker Duft, also ja, für mich einer mit der stärksten aus dem Haus Parfüms The Marley. Also sehr nicer Duft, Kalan. So, Platz 7 kommt von Boss, und zwar Boss Bottle Oud. Ja, Eau de Parfum. Ja, ganz ehrlich, ich habe den mit reingenommen, weil es ein spitzengeiler Duft ist. So, und gerade wenn Herbst ist oder wenn es kühler ist, regnerisch, ist diese Art Oud-Duft, ich sage extra diese Art Oud, der ist einfach anders wie der andere Oud-Duft. Gewürznelke ist dort drin und ein Oud, echtes Oud, also Boss Bottle werbt mit echtem Oud. Da wird nicht viel Oud drin sein, aber der ist cool. Fruchtig, Oud, Lederstyle, Gewürze, also der hat was. Der ist komplett ab von den anderen Boss Bottle Zeug, ne? Nichts gegen die anderen, aber das ist, wenn es danach geht, der beste Flanker. So. Weil da wurde mal was gemacht und kreiert, vor allen Dingen, wie gesagt, er riecht anders als alle anderen Oud-Düfte. So, ganz anders. Dazu kommt, dass da noch Sandelholz auch dabei ist. Also es passt einfach, es ist einfach stimmig. Ihr sollt auf jeden Fall diesen Duft mal testen, das Eau de Parfum. Und ach, herrlich. Also es ist herrlich. Das ist einfach und gute Haltbarkeit. Ne? Also hier reden wir wirklich von 9 Stunden. So, erst 9 Stunden, 8, jede Haut ist anders. 8, 9 Stunden am Start. Vielleicht bei manchen ein bisschen weniger, vielleicht bei manchen länger. Auf jeden Fall, der ist nice. Boss Bottle Oud. So, Platz 6 kommt Le Mal Elixir. Ja, den habe ich in letzter Zeit ja ein bisschen öfters vorgestellt, aber er ist einfach sehr gut geworden. So, den Entschärfer nehmen wir ab, der übrigens neu ist und groß ist. Ja, ist ein bisschen besser als der kleine Gefummel da, aber nervt trotzdem, wenn man ihn vorstellt für euch. Ihr stellt ihn nur hin, der nervt das natürlich nicht. Dann ist das große vielleicht, müsst ihr mal unterschreiben, besser als der kleine. Schreibt mal unter, was ihr davon haltet. Auf jeden Fall der Duft. Es ist ein süßer Duft, es ist ein anderer Duft, eine andere Duft-DNA vielleicht wie das Original. Trotzdem ist hier das Original drin. Eine schöne Le Mal-DNA, auch ein bisschen Oldschool tatsächlich, also von der Oldschool-DNA. Ich merke das so ein bisschen. Und ich habe an diesen Duft, es ist eins der Releases 2023, das kann man auf jeden Fall sagen. Gefällt mir richtig gut, auch hier zum Durchschauen. Und er kommt brachial gut an bei Frauen oder überhaupt da draußen. Muss ja nicht immer sagen bei Frauen, ich kriege auch von Männern Komplimente. Also, dieser Duft kommt richtig gut an. Hat die Süße, ist frisch etwas, Bubblegum natürlich klar, aber dann auch den Twist mit diesem Oldschool Le Mal im Background. Und das ist einfach genial. Haltbarkeit, reden wir da von 10 bis 12 Stunden. Auch hier, ich sage immer so eine Spanne, weil wie gesagt, jede Haut anders ist. Ich habe auch schon gehört, dass der nur 4, 5 Stunden hält. Also das kann ich nicht unterschreiben. Der hält schon ein bisschen länger und der ist gut und der kommt einfach gut an. Le Mal Elixir. So, Platz 5 kommt von Sospero und ist Herba Oud. Yes, wow. Herba Oud ist schon ein Meisterwerk in meinen Augen. Gut der Sprüher. Oh, echtes Oud natürlich drin. Wird jetzt von den Arabern produziert, gemacht in Dubai. Hier wird echtes Oud aus Kambodscha, glaube ich, und aus Indien benutzt. Und ich habe schon ein Einzelvideo zu diesem Duft gemacht. Schaut gerne mal rein. Absolut nice. So, und erinnert schon klar an Search of Purple Argento. Der kommt demnächst im Store. Ich weiß nicht, ob er inzwischen schon drin ist. Ich glaube noch nicht. Und ja, richtig nicer Duft. Also, wer echtes Oud haben möchte,
Klar, am Anfang ein bisschen stärkeres Oud, vielleicht auch für manche Kuhstall, aber das geht sofort weg nach 2 Minuten. Dann habt ihr was Fruchtiges, Udiges, richtig geil. Kann man auch im Sommer benutzen. Also, und dieser Duft kommt gut an bei Frauen, ne? Obwohl es wirklich ein Oud-Duft ist, aber durch die Fruchtigkeit eben Melone, Bergamotte, Moschus, Amber, Apfel, Pfirsich und so weiter. Also der hat alle Fruchtigkeiten, die am Start sind, plus geiles, echtes Oud. Und für mich hält dieses Oud zum Beispiel länger als bei Purple Argento. Also es ist ein bisschen ausgeprägter, finde ich. Und ja, auch hier mit Samt bezogen, das sind 100 ml übrigens. Ja, ist schon nice. Also Sospiro Erba Oud auf Platz 5. So, Platz 4 ist für mich ein Meisterwerk. Habe ich selten vorgestellt, ich glaube nur einmal. Aber es ist ein würziger Lederduft, aber von allerfeinsten. Die DNA von Xerjoff im Background und absolut nice. Und da liegt die Betonung auf nice. MV Augusta. Yes. Sehr geiler Flakon. Und dieser Duft, wie gesagt, er hat, kennt ihr von Xerjoff, so ein bisschen Oldschool-Touch, klar, aber dann diese Ledernoten, diese Gewürze von allerfeinsten, wirklich von allerfeinsten. Ein Meisterwerk im Flakon und der ist so gut gemacht, gefällt mir wirklich sehr gut. Dazu gesellt sich Moschus, Iris und sowas. Es ist einfach gut und Haltbarkeit 14 Stunden, also wirklich starker Duft. Und ja, ihr müsst natürlich vielleicht ein bisschen so eine Art, in Background, Bergamotte, er kommt über diese Oldschool Leder Bergamotte Style und dann ja, diese Iris und das hat schon was. Das ist so ein bisschen blumig angehaucht durch die Iris und ihr müsst den mal irgendwie, wenn ihr den besorgen könnt, Parfumo macht das ja meistens, hier könnt ihr den oder müsst ihr den unbedingt mal testen, holt euch eine Abfüllung. Geiler Duft, absolut nice für den Herbst. Auf Platz 3 kommt Valentino Uomo Intense 2016er Version. Ja, was soll ich sagen? Mandarine, Iris, ein absolut geiler Duft, auf den Frauen stehen. Erinnert viel an Dior Homme Intense, aber das Intense von Dior Homme ist mehr Schminkkasten. Hier habt ihr einfach Gentleman, pudrig, Mandarine leicht, Frucht, also leicht frische Touch, aber grundsätzlich pudrig, aber sauber, absolut sauber, leicht süßlich. Für mich einer der besten Designer, die je auf den Markt gekommen sind, also die 2016er Version. Ich kenne die neue nicht, aber die 2016er Version ist einfach genial, wirklich ein genialer Duft. Wahrscheinlich ist er, ich habe gehört, immer noch gut, also ein bisschen habe ich rausgehört, es gibt welche, die sagen, der ist schlecht von der Haltbarkeit, aber es geht ja auch um den Duft, Leute. Nicht immer um die Haltbarkeit, der Duft ist einmalig, so, und der kommt einfach an, das ist ein so genialer Duft und hier konnte man die Iris, also besser konnte man die Iris mit so einer leichten Süße, mit der Mandarine und Kuh gar nicht in Szene setzen, also Valentino im Designerbereich, ne? Ist richtig nice. So, Platz 2 ist ein Meisterwerk. Es ist ein Urlaubsduft, der erinnert an Afrika, Südafrika, Namibia, Arusha, wie auch immer. Wenn ihr zum Beispiel in Namibia oder Arusha auf der Hardy Krüger Lodge sitzt und einfach den Tieren zuhört oder auch schaut und wie auch in Namibia, wie auch immer, oder auch aus Südafrika, passt dieser Duft einfach wie die Faust aufs Auge von Goldfield und Banks. Und zwar Dessert Rosewood. Wow. Ein absolutes Meisterwerk, und wer in Südafrika oder Afrika allgemein war schon mal, ich rede jetzt aber nicht von Tunesien, also nicht Nordafrika, sondern wirklich Afrika, der kann mich verstehen und weiß, was ich meine mit diesem Duft. Es ist ein holzig, würziger Duft, Kardamom ist schon im Vordergrund. Ne? Also Kardamom muss man mögen, man muss auch Patchouli mögen, weil beides in diesem Duft drin ist. Das hat schon was. Mandarine ist auch drin. Mandarine ist geil. Mandarine gleicht das so ein bisschen aus, aber Kardamom, Patchouli, das ist schon der Punkt. Das muss man mögen. Dann Sandelholz und Vanille. Absolut geiler Duft. Also wie gesagt, so ein holzig-würziger Duft, der noch eine leichte Frische hat. Und es ist einfach ein Meisterwerk. Also den solltet ihr unbedingt testen. Also wenn ihr, die Brand ist gut, also wenn ihr Pacific Walk Moss gut findet, dann solltet ihr auf jeden Fall den mal testen. Das ist noch eine ganz andere Liga.
Das ist noch eine ganz andere Liga. Also Dessert Rosewort von Goldfeet in Banks auf Platz 2. So, auf Platz 1, ja, für mich der beste Herbstduft, jedenfalls 2023, kommt von Initio, Paragon. Yes, Paragon habe ich auf Sylt mir geholt. Ich war sofort verliebt in diesen Duft. Ein süßer, cremiger, fruchtiger Duft, der Männlichkeit ausstrahlt. Einfach, ja, einfach, er fällt nicht auf, ist trotzdem da. Versteht ihr das? Hat eine gute Silage, also wie gesagt, er ist irgendwie immer da, aber fällt nicht auf. Aber es kommt dieser Touch, wo ihr sagt, oh, das riecht hier geil. Und auch andere sagen das, oh, was riecht hier so schön? Paragon. Überhaupt die Brand macht wirklich gute Düfte und Paragon gehört dazu. Salbei, Lavendel, Bergamotte, das sagt schon viel. Lasst euch nicht von den Lavendel abschrecken. Ich finde, dass ich Lavendel nicht so extrem wahrnehme. Das ist natürlich, ich kann sehr gut riechen, aber Lavendel habe ich nicht so wirklich da, weil viele sagen, oh nee, Lavendel könnte wieder stinken, das ist nicht so gut. In dem Fall nicht. Also ihr merkt wirklich mehr so, also Bergamotte ist klar, ne? Denn dieses cremige gleich und Salbei ist, also der Salbei macht es auch grundsätzlich. Dann habt ihr diesen gleichen Touch, vielleicht einen leichten, ich wollte schon sagen metallischen Touch, nein, ist schwer zu beschreiben, Paragon. Ihr müsst Paragon echt mal riechen. Dann habt ihr Pfeffer noch dazu und ganz wichtig, jetzt kommt's, wie gesagt, Salbei, aber Pflaume. Dieser Duft kommt über die Pflaume und ja, es macht ihn einfach interessant. Es macht ihn einfach interessant und deswegen ist er auf Platz 1 Paragon für die Herbstdüfte 2023. Yes! Wie gesagt, ihr kennt mich, ich mache immer Nische und Designer zusammen. Und ja, schreibt mal runter, was haltet ihr davon? Wie findet ihr Paragon? Kennt ihr den Goldfeet in Banks? Übrigens alle gute Haltbarkeit, also auch Goldfeet, falls ich das vergessen habe, Goldfeet in Banks hat auch seine 9 Stunden. Also sind wirklich alles gute Düfte, die im Herbst auf jeden Fall sehr gut passen. Also Leute, dann kommt mal gut in den Herbst und ja, falls ihr noch nicht die Düfte habt, testet sie, weil sie passen, wenn der Herbst erstmal vor der Tür steht und da ist, wenn es dann nass wird, kühler wird und so weiter. Und dann macht's gut und bis zum nächsten Mal.